Forschungsinstrumente wie das Mikroskop dringen in Wirklichkeitsbereiche vor, die unseren natürlichen Sinnen verborgen sind. Die Wissenschaft arbeitet schon seit dem 16. Jahrhundert mit Instrumenten, die das für unsere menschlichen Sinne Verborgene sichtbar machen. Die Ergebnisse verändern unser Verständnis der Welt. Die Erkenntnisse der Wichtigkeit von Mikroorganismen, das Wissen über die Veränderungen des Klimas verdanken wir wissenschaftlicher Technologien. Peter Weibels Theorie war, dass die Medienkunst des 21. Jahrhunderts mehr und mehr die Technologien der Wissenschaft benutzt. Magnetresonanztomographie, Mikroskopie werden zu künstlerischen Werkzeugen. Die letzte von ihm initiierte Ausstellung Renaissance 3.0 zeigt Positionen, die mit diesen Werkzeugen experimentieren und ihre Arbeiten zum Teil auf wissenschaftliche Studien stützen. Sie wirft die Frage in den Raum: Welche Rolle kann Medienkunst im 21. Jahrhundert haben, in der Kunstgeschichte, aber auch in der Gesellschaft? Der Titel der Ausstellung Renaissance 3.0 ist ein großer Titel und erstmal ist er metaphorisch gemeint. Renaissance bedeutet an sich Wiedergeburt. Und was bedeutet Wiedergeburt? Für Peter Weibel hat dieser Begriff eine zentrale Bedeutung in seiner gesamten kuratorischen Praxis und auch Medienphilosophie. Wiedergeburt bedeutet im eigentlichen Sinne erst einmal eine optimistische Haltung auf die Welt, dass man noch einmal etwas verändern könne, ja, grundsätzlich etwas verändern könne. Und das über die Zusammenarbeit von Technologie, Wissenschaft und Kunst. Jetzt haben wir Renaissance 3.0 hier als Titel vorgegeben. Das heißt, wir haben eine Rückbezüglichkeit auf zwei bereits vorhandene Renaissancen. Nun, die zweite Renaissance, die ist uns in Europa allen bekannt. Das ist die italienische oder florentinische, beziehungsweise die europäische Renaissance. Leonardo da Vinci stellte in seinem Traktat der Malerei die Frage, ob Malerei eine Wissenschaft sei. Die Malerei, so Leonardo, beruhe auf Geometrie. Sie arbeite mit Raumvorstellungen, Sehlinien, mit Proportion, Maß und Zahl. Indem die Malerei die Illusion der Bewegung als auch die Illusion des Raumes durch die Mittel der Zeichnung hervorruft, kann sie die Wirklichkeit wiedergeben. This is the real miracle, that all shapes, all colors, all images of every part of the universe are concentrated in a single point, the eye. In Europa weniger bekannt ist, dass die zweite Renaissance auf einem Gedankengebäude beruht, das auf die erste Renaissance zurückführt, und das ist die arabisch-islamische Renaissance. Noch heute haben wir aufgrund der aufbewahrten Wissensspeicher Zugang zu Anleitungen, welche Art von Apparaten zusammengekommen sind. Es gibt Aufzeichnungen von Uhren, Bewässerungstechniken, aber auch religiös inspirierte Musikautomaten. Die enthaltenen Baupläne sind so präzise, dass die Erfindungen auch heute noch rekonstruiert werden können. Der bewahrte Wissensbestand wurde im 15. Jahrhundert in Europa durch den Buchdruck revolutioniert. Im 20. Jahrhundert entstand unsere heutige Wissensgesellschaft durch die digitale Distribution. Jeder hat nun, so lautet die Hoffnung, Zugang zu den Wissensbeständen der Weltgeschichte. Repräsentativ für diese Standortbestimmung in der digitalen Welt steht das Wissensfeld. Das Wissensfeld stellt sich Peter Weibel wie ein begehbares Lexikon vor, wie eine Wikipedia, in der man dreidimensional lernen kann. Begrifflichkeiten können hier erlaufen werden. Die Begriffe bilden ein unsichtbares Netz, das sich über die Ausstellung spannt. Die Begrifflichkeiten wurden zentral ausgewählt. Das sind 300 und mehr Begriffe, die zentrale Stichwörter, Verbindungsknoten eigentlich zwischen den einzelnen Kunstwerken in der Ausstellung ermöglichen. Da ist das die Begrifflichkeit Biotechnologie oder es geht um verschiedene Werkzeuge. Man bekommt immer wieder Inspirationen, dann mit diesen Wissensbegriffen in die Ausstellung zu den einzelnen künstlerischen Werken zu gehen.
Neben dem Wissensfeld ist ein weiterer physisch zentraler Raum der Pool of Tools, sozusagen ein gemeinsamer Werkzeugkasten von Wissenschaft und Kunst. In dem Pool of Tools spielt die Kybernetik eine wichtige Rolle. Kybernetik kommt von dem Begriff des Steuerns. Sie ist die Wissenschaft des Steuerns von Maschinen und ihrer Analogie zur Handlungsweise von lebenden Organismen. Das heißt, sie beschäftigt sich vor allem mit Informationsverarbeitung. Wie können beispielsweise Maschinen relevante Informationen verarbeiten und dadurch zielgerecht gelenkt werden? Now meet Dr. Grey-Walter of Bristol. Why the torch? Well, here's the reason. It's Toby, a mechanical tortoise with an electronic brain which functions like the human mind. Toby's head, or rather magic eye, is a photoelectric cell constantly revolving until it picks up the strongest source of light, to which it is then attracted. In this case, an ordinary electric torch guides the mechanical tortoise in any direction its inventor chooses. It can also negotiate obstacles. When it hits an object, the pressure on the shell causes a short circuit of the photoelectric cell mechanism, and the tortoise moves at random until it is free of the obstacle. Eine bildliche Metapher für die Steuerung eines selbstlernenden Systems ist das Labyrinth. Wir kennen das Labyrinth als einen großen kulturellen Mythos. Theseus muss aus dem Labyrinth entkommen mit Hilfe des Ariadne-Fadens. Theseus aber ist heute kein Mensch mehr, sondern eine Maschine, ein selbstlernendes System. In den 60er und 70er Jahren haben Kybernetiker diesen Mythos als mathematisches Problem betrachtet. Sie haben erkannt, dass er eine Frage beinhaltet, die ich mathematisch lösen kann. Ich bin an einem Punkt X und muss an einen Punkt Y unter geringster Zeit und unter geringster Nutzung von Ressourcen. Hello, I'm Claude Shannon, a mathematician here at the Bell Telephone Laboratories. This is Theseus. Theseus is an electrically controlled mouse. He has the ability to solve a certain class of problems by trial and error means and then remember the solution. In other words, he can learn from experience. Like his classical namesake, Theseus has the problem of finding his way through a maze. His objective is the goal here in the corner. He is now exploring the maze using a rather involved strategy of trial and error. As he finds the correct path, he registers the information in his memory. Later, I can put him down in any part of the maze that he's already explored, and he'll be able to go directly to the goal without making a single false turn. This is a bank of relays, telephone relays, and the job they do for Theseus is similar to the job they do in your dial telephone system. Each time you use your telephone, the dial system has to remember the number that you dialed, then guide your call through the maze of connections, the thousands of separate lines in a dial switching office. In a fraction of a second, it must find a trunk line free to carry your call. It also has to remember in itself what sequence of steps are necessary to make the connection for you. In dem Pool of Tools steht die Installation Seek 2 von Lutz Dambeck. Sie setzt sich künstlerisch mit der Kybernetik auseinander. Das Werk ist eine Rekonstruktion der Maschine Seek, die 1970 am MIT unter der Leitung von Nicolas Negroponte erarbeitet wurde. Diese Maschine, die wir jetzt nachgebaut haben, ist damals konzipiert als eine Art kybernetisches Weltmodell. Das heißt, es gibt einen großen Kasten, in dem ist eine Würfelstadt aufgebaut und es gibt über der Stadt einen Greifarm, der läuft auf Schienen mit einem Magneten und es gibt 25 mongolische Wüstenrennmäuse. Und heute in unserem Replikat gibt es nun leider keine mongolischen Wüstenrennmäuse mehr. Wir haben es ein paar Mal schon gezeigt. Da hatte man die Mäuse sozusagen, konnte man die Mäuse beobachten. Und was haben die Mäuse gemacht? Die Mäuse haben sozusagen die Stadt durcheinander gebracht. Die haben also Chaos produziert. Und der Grundriss der Stadt mit dem originären Standort der Würfel war im Computer gespeichert und der Rechner hatte jetzt die Aufgabe, die Ordnung wiederherzustellen.
Das ist ja im Wesentlichen das, was Kybernetik eigentlich macht, also das Geschehen so zu steuern, dass wieder Ordnung herrscht. Der Rechner hat dann sozusagen aus diesen Abweichungen, also die Mäuse haben die Würfel verschoben, haben da allerlei Allotria getrieben, was natürlich für Publikum possierlich war, und der Rechner sollte sozusagen aus diesen verschiedenen, also aus den Entfernungen der verschobenen Mäuse, so eine Art Bewegungsmuster vom Chaos, wenn man so will, herstellen. Als diese Maschine zum ersten Mal ausgestellt wurde, konnten die BesucherInnen metaphorisch erfahren, was es bedeutet, in eine kybernetische Gesellschaft einzutreten. Die Mäuse repräsentieren Chaos und Lebendigkeit, der Roboter die geregelte Gesellschaft, Genauigkeit und Effizienz. Heutzutage in der Reproduktion, in diesem Replikat, was Lutz Dambeck in feinster Weise unter wissenschaftlich-künstlerischen Mitteln nachgearbeitet hat, im Sinne einer künstlerischen Forschung, können wir als Besucher diese Geschichte der Entwicklung auch unseres Blicks auf Kybernetik und Regelverhalten uns noch einmal angucken, in ganz neuer Weise. Wir schauen uns heute den Roboter an und denken, wir sind auf einer Augenhöhe mit diesem Roboter. Und meine Grundidee war dann, sowas wie ein Replikat herzustellen für Dinge, die eigentlich immateriell sind. Also sowas wie Kybernetik oder Systemtheorie, was ja eigentlich nur als Zahlenhaufen oder als Simulation oder als gerechnetes Modell existiert. Wie kann man was machen, was das Wesen dieser Maschine oder dieser Ideenkonstruktion, die in den Code der Maschine eingeschrieben sind, wie kann man also was herstellen, was im Raum steht, was man anfassen kann, wo man drum herum gehen kann und ja, wo man mehr begreift, als wenn ich nur in den Rechner gucke. The situation of man and the computer has been described as man's first encounter outside himself with something that is exactly like some inside part of himself. And what does this mean with respect to man's view of himself? Dr. Richard Hamming commented, It's the intellectual aspect of the computer revolution, which is far more important in the long run than material aspects. It is going to change our view of the world, our view of ourselves. I think this is far more important than the fact that machines will also change the way we live. And the change may go even deeper, into an understanding of the life process itself. In the past 2 decades, we've seen some brilliant work in interpreting the nature of the cell as an information machine. Geneticists, microbiologists are beginning to use the same ideas, constructs, and words that we use in the computer field. And this isn't to suggest that the computer can either unravel the life secret or can duplicate it or can control it. It does suggest, however, that an understanding of the life process can profit by taking operational ideas from information theory and information technology and applying them to the life process. Ein wichtiges Instrumentarium in der Ausstellung, mit dem Künstlerinnen sich beschäftigen, ist die Frage, mit welchen Werkzeugen kann ich das Unsichtbare sichtbar machen. Dieses Basislager für neue Allianzen, was eben sich begründet durch Kunst, Wissenschaft und Technologie, ermöglicht uns, durch neue Apparate in die Zukunft zu gucken. Zukunft zu gucken bedeutet erstmal Weltphänomene anzuschauen, die an sich für das normale menschliche Auge, für den normalen menschlichen Sinne unzugänglich sind. Welt zu begreifen jenseits der natürlichen Sinnesorgane des Menschen. Da sind wir ganz nah bei der Medientheorie, da sind wir bei Marshall McLuhan, der sagt, alle Werkzeuge sind eigentlich Ausweitungen, Ergänzungen des menschlichen Sinnesapparats. Neue Technologien, die wir heute haben, Sensortechnologien und so weiter, schaffen es, zu den nicht sichtbaren Dingen, zu den nicht hörbaren Dingen durch Instrumente vorzustoßen. Schon in der italienischen Renaissance haben wir die große wissenschaftliche Neuerung, dass die Phänomene nicht nur auf der Oberfläche betrachtet und abgebildet wurden, sondern eine Disziplin in der Renaissance war die Anatomie. Das heißt, es wurden Körper geöffnet, in das Innere der Dinge hineingeschaut, ebenso wie in die Weite des Universums mit dem Fernrohr geblickt wurde.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Röntgentechnologie entdeckt. Die Faszination an dieser Technologie zeigt Barbara Hammers Werk Sanctus. Barbara Hammer entdeckte Filmrollen von Dr. Watson, der aus Faszination für die Technologie unglaublich viele Situationen gefilmt hat, in der Menschen in Bewegung sind. Wir sehen sie etwa beim Schminken oder beim Trinken von einem Glas Milch. Nicht mehr das Äußere des Körpers wird sichtbar gemacht, sondern eigentlich nur noch eine Repräsentation, eine Abbildung, ein Schatten. Barbara Hammer hat aus diesem Material einen Found-Footage-Film geschnitten. Den Film kann man auch als Anlehnung an das beliebte Memento-Mori-Motiv der Kunstgeschichte verstehen. Es ist ein Totentanz der jüngeren Mediengeschichte. Ein beispielhaftes Kunstwerk für die Zusammenarbeit von Kunst und Wissenschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite für diese Sichtbarmachung des Unsichtbaren ist die Arbeit der australischen Künstlerin Helen Pynor, 93% Human. Was können wir in dieser Installation sehen? Zunächst eine Dokumentation der Performance zwischen der Künstlerin und dem Wissenschaftler. Beide atmen zusammen in einen Glaskondensator in einer 20-minütigen Performance. So the work I'm showing in this exhibition is called 93% Human, and it grew out of a collaboration with a geneticist and bioinformatician, Jimmy Breen. And I was really fascinated when I learnt from him that we exhale DNA in our breath and we inhale DNA from others. So I really loved this idea that we have this whole promiscuous exchange of DNA going on, which we're not aware of, and also the work is exploring this multi-species nature of being human. So in brief, we did a sort of an experiment where we collected a shared breath sample from Jimmy and I, and we extracted the DNA that was in our breath and sequenced it in Jimmy's lab, and we got an analysis of all of the species that are present in our exhaled DNA. And it turned out that 93% of the DNA was human, and the remaining 7% were over 6,000 microbial species. So I was really fascinated by the way it highlighted the multi-species nature of being human, that we're not just human, we are assemblages of thousands of species on who we rely on for our health, and they rely on us for their health. So this idea that contamination is actually a necessary condition of being, this whole symbiotic basis to life. Dieser Befund, die DNA-Daten, wurden also im Labor taxonomisch erfasst. Wir haben die Nomenklatur unterschiedlicher Spezies, die mit unserem Atemprozess verbunden sind. Diese DNA-Daten hat die Künstlerin zu einem 8-stimmigen Musikstück verarbeitet. Das heißt, das Atemkondensat, all die Namen der winzigen Organismen werden nun gesungen, und wieder verlassen sie im Atemprozess die menschlichen Körper, diesmal aber mitsamt ihrer taxonomischen Namen. In der Nähe des Wissensfeldes und in der Nähe des Pool of Tools befindet sich ein weiteres Kabinett. Das ist das so betitelte Metabolika-Kabinett. Erarbeitet hat es der Künstler Thomas Feuerstein. Das Kabinett ist ein Vorschlag, wie ein Ausstellungsraum im 21. Jahrhundert als lebendige Ausstellung aussehen kann. Das heißt, wo nicht mehr tote Objekte dargestellt werden, sondern wo etwas Lebendiges produziert wird.
In diesem Kabinett geht es darum, dass Kunst nicht nur symbolisch bleibt, sondern real und prozessual wird, dass Kunst an sich metabolisch wird. Konkret wird in diesem Kabinett daran gearbeitet, wie man Bakterien, die im Abwasser vorhanden sind, nützlich machen kann, um daraus in Zukunft Bioplastik zu produzieren. Wir sehen einen Bioreaktor, in dem der Künstler Bakterien kultiviert. Diese Bakterien werden über Schlauchsysteme zu einem zweiten, kleineren Bioreaktor geleitet. Dort befindet sich das Replikat einer Skulptur aus der Renaissance. Und zwar handelt es sich um die Hand von Michelangelos David. Diese Hand ist aber nicht wie in der Renaissance aus Marmor geschlagen, sondern sie ist 3D gedruckt. Das Projekt befasst sich mit Stoffwechselprozessen auf mikroskopischer und aber auch makroökonomischer Ebene. Stoffwechselprozessen, wie sie in jeder Zelle bei uns ablaufen. Deswegen kultivieren wir hier auch spezielle Bakterien, die ein Biopolymer produzieren oder herstellen und auch gleichzeitig abbauen. Hier in der Ausstellung stehen die Abbauprozesse dieses Biokunststoffes im Zentrum. Das heißt, eine Skulptur wird langsam von den Bakterien aufgegessen, aufgefressen, sprich verstoffwechselt. Now let's go on to an industry that's old and famous and romantic. Marble. These are the world-famous marble quarries of Carrara. For many a long century, the very name Carrara has been symbolic with the art of sculpture. To these marble mountains, which gleam as white as snow, the great Michelangelo came to mine huge blocks for his giant masterpieces. They used to dig it out with chisels, now they do it with dynamite. They are charging these mountains with 25 tons of high explosives. Here's one of the planters of dynamite. They're going to give us a blast worthy of the Duce himself. The red flag waves danger. Throw the switch, let her go! Als Bildhauer interessiert mich hier im Atelier mittels Bioreaktoren einen Werkstoff zu produzieren, wie er ehemals in der Renaissance aus Steinbrüchen wie Carrara kam. Und ich nutze die Bakterien in einem doppelten Sinne. Einerseits wirklich als Steinbruch, weil sie Lieferanten des Materials sind, und andererseits als Bildhauermeißel oder Werkzeug, weil sie dieses Material auch bearbeiten, das heißt in der Form verändern. Wie sehen wir das? Wir haben die Anspielung, die Hand ist die Hand des Künstlers, die Hand ist die Hand des David, des Michelangelo, die Hand ist symbolisch, ein Kernmotiv der Kunstgeschichte, die menschliche Hand, die Werkzeuge unter Kontrolle hat, die menschliche Hand, die Werkzeuge fabriziert, die mit Werkzeugen die Welt verändert, die Welt gestaltet. Und diese menschliche Hand, diese berühmte Hand dieses kleinen Davids, der gegen Goliath alle Stärke der Welt in der Hand hat, in der politischen Hand hat. Ja, das war ja nichts anderes als eine ideologische Skulptur, die der Bürgerschaft Mut machen sollte, gegen große politische Übermacht anzukämpfen. Diese menschliche Hand, die für politische Stärke, die für menschliche Stärke und Tatkraft steht, diese Hand wird in diesem Bioreaktor von Bakterien zerfressen. Das ist eine komplett neue Erzählung, das ist eine ironische Erzählung. Denn nun sind die Bakterien David und der Mensch im biologischen, natürlichen Gefüge erweist sich auf einmal als Goliath. Was heißt das? Eine Antwort wäre, die Zukunft steckt nicht allein in menschlichen Gedanken, in den kybernetischen Steuerungsprozessen der 70er Jahre, sondern im 21. Jahrhundert mit den neuesten Erkenntnissen der Biochemie stehen wir an einer neuen Stelle. Der Mensch ist nicht der einzige Steuermann. Er ist abhängig vom biologischen Gleichgewicht und den Steuerungsprozessen der Biosphäre. Thomas Feuerstein ging noch einen Schritt weiter, als die Bakterien zu Akteuren seines Werkes zu machen. Er gibt ihnen eine Stimme in einem von ihm verfassten Manifest. Wir wollen einen Kulturwandel als Stoffwandel. Wir zersetzen das Fleisch der alten Welt und bauen aus den Knochen eine neue. Wir sind die Wiedergeburt, wir sind der Marmor einer Renaissance des Lebens.
Das Netz ist ein Kernmotiv der Ausstellung. Physisch anschaulich zeigt es die Installation Algorithms von Thomas Saraceno. Das Netz als Bild für Kommunikation, für die Verflechtung der Bereiche menschlichen Handelns, für die Verwobenheit der biologischen Prozesse. Kurz als Sinnbild des Menschen für das Eingebundensein in eine hochkomplexe, polyphone Welt, in welcher die Grenzen von Natur und Technologie, Kunst und Wissenschaft neu verhandelbar werden. Mit diesem Bild im Kopf kommen wir auf die Anfangsfrage zurück: Was kann die Medienkunst im 21. Jahrhundert für eine Rolle in der Gesellschaft haben? Eine mögliche Antwort liefert der Architekt und Philosoph Buckminster Fuller, der darauf rekurriert, dass er Leonardo gelesen hat, Leonardo bewundert hat als ein Renaissance-Künstler, der als Ingenieur an der Zivilgesellschaft mitgearbeitet hat, aber dass Leonardo da Vinci, so beispielhaft er ist für heutige Ingenieure, Programmierer, Künstler und Mathematiker, so ist er heutzutage in anderer Form zu denken, und zwar als jemand, der nun in einem kollaborativen Gefüge aufgeht. I think the idea of the individual artist is a construct to a certain extent, because like all human beings, there is an interdependency between people. And I think the Renaissance wasn't necessarily about the individual artist. It was about people making a contribution. And the way I see it, through the lens of history, these different Renaissances were, they were collaborative projects. They were about people coming together to make tools and to change the world. It wasn't really about self-promotion, although I'm sure there was an element of that in the mix as well. And also we've used the Renaissance in hindsight to create this idea of the modern artist. But of course there's a 40,000-year history of artists working in daily life, in architecture, in craft, even in agriculture, in church art, in service of another objective other than the individual. The objective was to build something that was a manifestation of collective expression, not individual expression. And I think we still have a lot to learn from that.